Die Raumfahrt wird oft als ein Wettstreit der Nationen angesehen. Die USA gegen die Sowjetunion, Deutschland gegen Frankreich, Indien gegen Brasilien und alle gegen China. Aber in der Praxis bringt die Raumfahrt die Nationen oft genug zusammen. Selbst in den eisigsten Zeiten des Kalten Krieges wurde im All zusammengearbeitet. Aber die internationale Zusammenarbeit im All ist leider auch kein Selbstläufer. Wenn die ISS 2028 in Rente geht, dann brauchen wir eine starke internationale Nachfolge. Und wir brauchen eine International Space Agency. Wie die aussieht und was die kann, das erzähle ich euch jetzt. Moin! Vor rund 70 Jahren hätte niemals jemand gedacht, dass in Europa mal dauerhafter Frieden herrschen könnte. Und vor allem nicht, dass die Feinde von damals so eng zusammenwachsen wie heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten eigentlich alle Angst vor einer erneuten Aufrüstung und einem erneuten militärischen Wettlauf, der dann zu einem weiteren desaströsen Krieg führen würde. Um das zu verhindern, haben sich Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten zur Montanunion zusammengeschlossen. Es ging vor allen Dingen darum, sich in der Gewinnung und Produktion von Kohle und Stahl abzusprechen und gegenseitig zu kontrollieren. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Das Vertrauen in Europa wuchs und aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Und jetzt, wo wir am Ende der Kohleförderung in Europa stehen, da frage ich mich, was wäre möglich, wenn wir als Menschheit uns in Sachen Space zusammenschließen? Wenn wir uns international zusammentun, um den Weltraum zu erkunden und in der Bewältigung dieses Abenteuers gemeinsam als Menschheit Wissen und Wohlstand schaffen. Wenn wir internationale Kontrollinstanzen einrichten, die verhindern, dass einzelne Nationen Space Forces schaffen, Waffen im Orbit stationieren und gegenseitig Satelliten abschießen. Ich bin überzeugt, die Geschichte der Montanunion, die zur EU wurde, die kann uns als Vorbild dienen für einen weltweiten Versuch, die Menschheit durch die Zusammenarbeit im Weltraum zusammenzubringen. Klar, die Raumfahrt hat militärische Wurzeln, aber sie hat schon immer zur Friedenssicherung gedient. Im Kalten Krieg war es besser, Raketen in den Orbit zu schießen, als auf den politischen Gegner. Auf diesem Erbe müssen wir aufbauen. Um die kommenden Herausforderungen im Weltraum zu bewältigen, brauchen wir da oben eine Infrastruktur. Wir brauchen eine Weltraummüllabfuhr, die uns den Orbit sauber hält, und wir brauchen Tankstellen, Produktionsanlagen und Versorgungsstationen auf dem Mond, um von dort aus zu längeren Missionen aufzubrechen. Und wir sollten uns besser ganz schnell überlegen, wer diese Infrastruktur betreiben darf und wie. Sollen das einzelne Milliardäre tun? Wir sehen doch heute schon auf der Erde, wie Technologiegiganten ihre Monopolstellung als Gatekeeper ausnutzen. Wie einige wenige Firmen ganz maßgeblich bestimmen, wie wir uns im Internet bewegen, was wir zu sehen kriegen und was nicht. Und es sind oft genau dieselben Firmen, die heute massiv in Space investieren. Wollen wir wirklich, dass der Mond im Laufe des 21. Jahrhunderts zu einer Sonderwirtschaftszone wird, die dann nur von Amazon und Co. kontrolliert wird? Um das zu verhindern, brauchen wir schleunigst eine öffentliche Infrastruktur. Als erstes brauchen wir so schnell wie möglich eine Nachfolge für die ISS. Russland hat schon eine neue Station angekündigt, gemeinsam mit China und angeblich auch offen für alle anderen Staaten. Und diese Möglichkeit können und müssen wir annehmen. Wenn uns die Hand gereicht wird, sollten wir sie ergreifen. Zusätzlich müssen wir aber auch alle Staaten einladen, am Moon Village mitzuarbeiten. Das ist ein Projekt von der ESA für eine permanente Mondstation auf der Mondrückseite. Wir müssen dafür sorgen, dass beide Projekte im Zeichen der internationalen Kooperation und Forschung stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass beide Projekte offene Strukturen bilden, an denen möglichst viele Nationen auch in Zukunft noch andocken können. Und wir müssen auf der Erde internationale Strukturen schaffen, die diese Projekte verwalten. Ich stelle mir eine internationale Raumfahrtagentur vor. Die International Space Agency, kurz ISA. Klar, das hört sich jetzt alles ziemlich visionär an, aber warum denn nicht? Eine internationale Organisation, die die Raumfahrt zum Wohle der gesamten Menschheit organisiert und durchführt. Das kann man vom 21. Jahrhundert wohl doch erwarten, oder nicht? Das wird man wohl noch sagen dürfen. Die ISA stelle ich mir vor als Dachorganisation aller einzelnen Raumfahrtagenturen. Die ISA könnte Regulierungsempfehlungen abgeben und so internationale Vereinbarungen vorbereiten. Und sie wäre dann auch für die Umsetzung und Wahrung dieser Regulierung zuständig. Die ISA regelt die Vergabe und Kontrolle von Satellitenplätzen und Schürfrechten und sorgt so dafür, dass das Weltall weiter uns allen gehört. Wer einen Satelliten im Orbit hat oder Ressourcen von einem Asteroiden abbaut, nimmt anderen Menschen was weg. Entweder Platz oder halt die Ressourcen. Dafür muss man dann auch was zurückgeben. Es muss also ein zusätzlicher Nutzen für die Menschheit entstehen und Unternehmungen müssen eine Abgabe an alle zahlen. Diese Zahlung überwacht die ISA.
und sie finanziert sich daraus und investiert sie in eine öffentliche Space-Infrastruktur. Sie kümmert sich um die Abwehr von Asteroiden, um die Beseitigung von Weltraumschrott und den Unterhalt von öffentlich zugänglichen Raum- und Mondstationen. Und wenn es zu Konflikten kommt, dann kann die ISA ein Ort der Schlichtung sein. Aktuell müssen Ansprüche nämlich immer über den Internationalen Gerichtshof geregelt werden. Privatpersonen haben da gar keinen Zugang und deswegen ist es für die Zukunft einfach nicht praktikabel. Für alle, die jetzt aber sagen, ja, so ein Quatsch, das wird es niemals geben. Hey, du Otto, was für ein Quatsch, so was Tolles gibt's nicht. Ach bitte, so ein Quatsch. Schon heute haben wir eine Weltraumorganisation, die keine Grenzen kennt, nämlich die ESA. In der Europäischen Weltraumagentur sind alle europäischen nationalen Raumfahrtorganisationen gebündelt. Aber die ESA ist auch keine Institution der EU. Sie kennt nicht mal deren Grenzen. In der ESA sind auch europäische Länder Mitglied, die nicht Teil der EU sind. Norwegen zum Beispiel. Oder jetzt leider auch Großbritannien. Und dann sind da sogar Länder, die geografisch nicht mal in Europa liegen. Auch Kanada ist als assoziiertes Mitglied Teil der ESA. Im Weltraum kann man sagen, gehören Kanada und Europa zusammen. Das ist doch super. Und vor allen Dingen ist es super logisch. Was macht es denn schon für einen Unterschied, auf welcher Seite des Atlantiks man lebt und forscht, wenn man sich mit Lichtjahren entfernten Galaxien und schwarzen Löchern beschäftigt? Lasst uns ESA, NASA, Roskosmos, CNSA, ISRO und alle anderen zusammenbringen. Lasst uns die ISA auf den Weg bringen und gemeinsam das größte Wirtschafts-, Vertrauens- und Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte starten.